Hallo zusammen. Die heute paranormale Untersuchung bringt uns an einen Fall, der mir letztes Jahr angetragen wurde. Eine liebe Freundin meldete sich bei mir und erzählte mir, dass ihr Ex-Freund sich wohl suizidiert hätte. Es waren ihr aber so viele Fragen offen und sie bat mich, dort Nachforschungen in der Anderswelt zu betreiben. Den ersten Versuch machte ich bereits letztes Jahr, da kam aber nichts rüber. Überhaupt keine Antwort und definitiv auch nichts, wo man jetzt hätte darauf schließen können, dass er sich gemeldet hat. Ihr Wunsch war es sowieso, dass ich zusammen mit Dennis nochmal nachfrage. Und so hatten wir uns jetzt zusammengesetzt, zusammen auch mit Patrick, damit wir dieser Sache auf den Grund gingen. Meiner Freundin war es ein absolutes Rätsel, dass er sich selbst getötet haben soll, weil warum war er denn vorher noch einkaufen? Das macht jemand, der vorhat, sich zu töten, nicht. Und ebenso waren verschiedene Sachen aus seiner Wohnung verschwunden, wo sie sagte, das ist alles so unlogisch. Die Polizei hat die Wohnung nicht versiegelt nach der Selbsttötung. Auch sowas ist normalerweise gang und gäbe. Es ist alles sehr kompliziert, sehr verworren gewesen und deswegen bat sie mich, der Sache auf den Grund zu gehen. Was uns hier erwartet hat, habe ich selber nie für möglich gehalten, derartige Antworten zu bekommen. Aber ihr werdet es jetzt selber sehen. Wir nehmen euch mit in eine paranormale Untersuchung der ganz anderen Art. Ich kann euch nicht unbedingt viel Spaß dabei wünschen, aber es ist trotz alledem ein Erlebnis, daran teilzunehmen. Eine Bitte habe ich noch an euch. Ich weiß, dass ganz viele bei uns in der Gruppe sind und hier auch unter den Zuschauern, die sehr gut hören und auch viele Sachen raushören, die wir so nicht gehört haben. Ich möchte euch bitten, auch für meine Freundin, schreibt das bitte unten in die Kommentare mit Zeitstempel, was ihr gehört habt, wenn es über das hinausgeht, was wir nicht gehört haben. Das hilft ihr weiter und eventuell lässt sich dieser Fall dann tatsächlich so weit lösen, dass alle Beteiligten mit zufrieden sind. Vielen Dank im Voraus. Ja, wir sind heute hier bei mir im Gartenhaus mit Patrick. Moin. Im Hintergrund hört man wieder Leute, die wir am Feiern sind. Eben war es noch ruhig. Wir haben heute was vor, und zwar haben wir hier heute mit aufgebaut die Spirit Box, die Ameline, die Alice. Das Portal habe ich da auch noch vorsichtshalber hingestellt. Wir schalten jetzt gleich Aradia dazu, weil sie hat da, oder sie möchte gerne was machen. Sie wird das gleich mal kurz erklären, worum es überhaupt geht. Und ich würde sagen, ich rufe sie jetzt einfach mal an.
Ich muss gleich, wenn wir sie zugeschaltet haben, muss ich gleich noch einmal kurz Kontrolle machen. Nicht, dass das übersteuert an der Testcam. Und die hätte ich eigentlich schon vor 20 Minuten anrufen sollen. Was machen wir jetzt? Guten Abend. Guten Abend. So, wir haben jetzt, die Kamera läuft. Ne? Ich habe jetzt gesagt, dass ich dich jetzt dazu schalte. Ja, dann einen wunderschönen guten Abend. Erstmal an die Zuschauer und an die lieben. Muss man eben kurz warten, da ist gerade ein Idiot, der schießt da gerade Feuerwerk ab. Ach, das höre ich hier gar nicht. Das ist echt krass. Ich denke mal, die Leute, die werden das jetzt. Ja, das sind wieder unsere super Nachbarn hier. So. Jetzt, warte mal, ich schalte dich mal ein bisschen lauter. Soll ich meine Alice dann auch anmachen? Gute Frage. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie jetzt übersteuert, weißt du, vom Ton alles, dass das alles zu wirr war, zu viel durcheinander. Ich weiß, wir können es ja testen. Am Anfang vielleicht mal nicht, nachher, wenn du deine Geräte einsetzt, denke ich mal. Okay. Da wird es dann dazu passen. Weil meine macht ja ein bisschen Lärm, ne? Weißt ja. Ja. Ist ja ein bisschen. Du kannst ja mal eben erzählen, worum es geht. Habe ich auch vor. Deswegen wollte ich aber erstmal die Zuschauer begrüßen und alle Engel, alle Meister und alle meine guten Geister. Weil denen erzähle ich das ja schließlich auch. So. Dann fange ich mal vorne an. Also Ende letzten Jahres hat mich eine liebe Bekannte angeschrieben. Da ging es in dem Moment überhaupt nicht gut. Wir haben uns lange unterhalten. Und zwar ist ihr Ex-Freund auf sehr mysteriöse Weise, sage ich jetzt mal, ums Leben gekommen. Ich versuche jetzt mal die Namen wegzulassen. Ihr Lieben, wenn ihr bei mir seid, und das spüre ich, dann könnt ihr hier die Namen lesen. Ich habe beide Namen hier aufgeschrieben. Der obere ist von ihr und der untere ist von ihm. Vor langer Zeit waren die beiden ein Pärchen und haben sich im Guten getrennt und waren sich auch immer noch zugewandt. Also es ist immer noch Liebe da gewesen, aber es ging halt nicht mehr von der Beziehung her. So, dieser mysteriöse Vorfall war dahingehend, er wurde leblos aufgefunden und man geht davon aus, dass er sich wohl selber das Leben genommen hat. Aber dazu sind zu viele Fragen offen. Fragen, die irgendwie vorne und hinten keinen Reim ergeben und auch absolut unlogisch sind zudem. Sie kannte ihn in- und auswendig. So wie sie ihn kannte, hat sie gesagt, er hätte nie im Leben sich suizidiert. Nie. Und wenn, dann hätte er sich vorher mit irgendjemand in Verbindung gesetzt, auch mit ihr, wenn es ihm schlecht gegangen wäre. Also wenn man jetzt in Richtung Depression denkt oder so. Ja, und wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Fragen offen und wir versuchen jetzt natürlich die lichte geistige Welt zu kontaktieren und vielleicht können wir ein paar Antworten bekommen. Ja, das hoffe ich. Hoffe ich mal. Also ich bin auch mal, wie gesagt, gespannt. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht mal mehr den Namen. Den hattest du mir jetzt zwar gesagt gehabt, aber ich weiß ihn nicht mehr. Und ich werde jetzt einfach mal, ja, es wird schwierig, wenn diese Namen natürlich nicht erwähnt werden dürfen. Ja, wenn... Also ich habe mir aufgeschrieben und ich werde es auch gedanklich immer stellen, vielleicht rutscht es mir auch mal raus.
dann bitte ich dich einfach, das auch dann zu überpiepsen, Dennis. Einfach um da auch den bestmöglichsten Schutz zu geben. Die Problematik ist nämlich, dass die Polizei wohl dort ein paar Klöpper gebracht hat. Und ich möchte einfach nicht, dass sie da Ärger kriegt. Okay. Ne? Okay. Wenn die Namen über die Box fallen oder so, dann fallen die halt. Dann würde ich die auch lassen. Dann ist es ja auch gewollt. Die Täter können ja auch darüber dann sagen, wenn sie verstehen, wenn sie meinen, aber ich will es halt nicht nennen. Nee, ist verständlich. Alles okay. Gut. Ich würde sagen, dann, ich denke mal, Müller, dein Finger ist, glaube ich, ein bisschen dicker wie meiner. Dann stecke ich den da rein. Das ist ja auch so ein... Diana, kannst du noch mal was sagen? Ja, klar. Gut. Wenn wir jetzt gleich starten, haben wir vor, mit verschiedenen Mitteln zu arbeiten. Die Spiritbox werden wir erstmal so schalten, eventuell gucken wir, dass wir nachher dann noch blind machen, aber das entscheiden wir dann, je nachdem, wie wir vorwärts kommen. Wir wollen natürlich so viele Informationen auch hören und auch, dass die Zuschauer das hören können. Also nicht nur wir. Genau. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch die Spiritbox in der Gärtnerei gehabt. Ich muss mich, wie gesagt, auch erstmal reinfuchsen, weil das Portal, das habe ich ja auch schon, weil ich es ja auch schon so lange benutze, hört man eigentlich schon, wenn da was kommt, vor Ort sehr gut raus. Bei der Spiritbox, jetzt gerade wie in der Gärtnerei, da kann man sehen, gerade alleine Zement. Ja, da wurde ja bei der Spiritbox zum Beispiel, da ist mein Name gefallen zweimal. So, Rosis Name ist gefallen. Und das ist, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört irgendwo der Zufall auf. Also da hört Das es ist auf. schon lange kein Zufall mehr, Dennis. Ja, Das ist schon lange kein Zufall mehr. und es ist wie gesagt, das war Bombe. Wenn ich das vor Ort, das hattest du ja auch gesagt, hätten wir das vor Ort nur ein bisschen verstanden. Ich weiß nicht, was für eine Kommunikation dabei rausgekommen wäre. Ja. Aber da sind wir ja dabei, ne? Genau. Dass es immer besser wird und es wird ja auch von Mal zu Mal immer besser. Es ist ja nicht nur für uns eine Übungssache, es ist ja auch für die Anderswelt eine Übungssache, wie sie besser kommunizieren können und wie bessere Rückmeldungen kommen. Ihr Lieben, ich zünde jetzt mal hier eine Kerze an. Ich weiß, dass Dennis Wasser da hat, ne? Du hast Wasser Alles aufgestellt? steht schon auf dem Tisch, ja. Wunderbar. Ich habe wieder Wasser auf meinem Altar. Das hat mir meine Tochter wieder aufgefüllt. Hinten auf dem Altar steht eine Kerze. Ich zünde jetzt hier bei mir noch eine kleine Kerze an. Visuell? Okay. Und ich werde für euch auch hier Palo Santo entzünden, in der Hoffnung, dass ihr dadurch auch besser mit uns sprechen könnt, ihr Lieben. So, ich zeige euch hier jetzt nochmal die beiden Namen. Oben steht der von ihr und unten der von ihm. Wie gesagt, die beiden waren früher mal ein Paar. Und ich möchte jetzt von euch... Stopp, Moment, es kam, Alice sagte Puppe. Vergleich. Und die Ameline Vergleich. Okay. Ich möchte jetzt wissen, ist irgendjemand da, der mit uns kommunizieren möchte, der darüber Bescheid weiß? Blumen auf meinem Grab. Okay.
Davon gehe ich aus, weil sie ja auch sein Grab pflegt und sie hat auch die Beerdigung organisiert für ihn. Da sind wir schon mal an der ersten Frage. Also gehen wir davon aus, dass er wohl tot ist, weil sie hat die Leiche nicht gesehen. Stopp. Es kam, Alice sagte, hilflos und die Ameline sagte, gezwungen worden. Oh weia, okay. Ist eine von den Befürchtungen. Oh, ich krieg gerade Gänsehaut. Ja. Wer verdreht denn bei ihm immer das Kreuz am Grab? Mein. Die Alice sagte mein. Wer hat ihn denn gezwungen? Stimme. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja. Mein Auftrag kam noch. Was habe ich das eben richtig verstanden? Was haben die da umgedreht? Das Kreuz an seinem Grab wird permanent verdreht. Oh, das ist krass. Auf den Kopf gestellt? Das weiß ich nicht. Ich habe hier die Fragen von ihr. Wer verdreht ständig? Also verdrehen heißt jetzt für mich nicht zwangsläufig auf den Kopf gestellt, sondern wer verdreht? Nach hinten drehen vielleicht. Okay, es kam einverstanden. Ich stelle die jetzt mal ein bisschen näher an das Handy. Vielleicht verstehst du es dann auch. Ja, mal gucken. Das finde ich schön, dass ihr euch damit einverstanden gebt, Staub. Staub. Dass ich die Fragen stellen darf und dass meine liebe Freundin dann vielleicht auch Antworten bekommt. Oh Gott, es geht mir gerade total nah. Wie kam er denn ums Leben? Könnt ihr mir das bitte sagen? Ankunft. Hast du es verstanden? Ja, Ankunft. Gut. Er ist ja an einem bestimmten Ort aufgefunden worden, also nicht bei sich zu Hause. Und dort muss er ja wohl dann auch mit seinem Auto hingefahren sein. Und höchstwahrscheinlich passierte das wohl sehr schnell nach seiner Ankunft. Bei ihm soll eine sehr große Menge Bargeld gefunden worden sein. Könnt ihr mir dazu was sagen? Belastung. Okay. Durch wen kam er denn ums Leben? Bewusst. War dir das bewusst, dass es an diesem Tag für dich enden würde? Mein Name ist Antonius. Mein Name ist Antonius. Ist er nicht, weiß ich. Es ist eine Aufzeichnung gefunden worden, sowas, ein Schreiben, in dem
stand, dass er Zusammenbruch. möchte. Was war das? Zusammenbruch. Okay, ja, passt. In diesem Schreiben bat er darum, dass meine liebe Freundin informiert wird darüber. Auch dieses Originalschreiben hat sie Versteckt. nicht sehen dürfen. Es versteckt kam. Was hast du denn versteckt? Telepathie. Telepathie, das merke ich, dass ihr mit mir über die Gedanken kommuniziert. Etwas. Ich kriege das irgendwie mit. Es kam etwas. Bitte? Etwas kam auch noch. Also etwas. Etwa? Ja. Hm. Weil du ja gefragt hattest, was hattest du versteckt? Ja, etwas. Schatzkeks. Okay. Das heißt, ich darf es nicht erfahren. Ist das richtig, ja? Es geht mich ja auch nichts an. Ich frage ja für Sie. Ist ja nicht meine Neugier. Weil du hattest ja darum gebeten, dass meine liebe Freundin über dein Ableben informiert wird. Führer. Habe ich nicht verstanden? Führer. Dürer? Führer. Wie damals im Zweiten Weltkrieg, der Führer. Ach so, Führer. Ich habe Dürer verstanden. Nee, Führer. Wie der Maler. Okay, Führer. Weshalb wolltest du denn, dass meine liebe Freundin von deinem Ableben informiert wird? Weil ihr wart ja einige Jahre schon gar nicht mehr zusammen. Mörder kam. Das heißt, sie soll das aufklären, ist das richtig? Das ist nämlich das Gefühl, was sie hat. Soll sie weiter bohren? Weil du kennst sie, du weißt, dass sie das macht. Die stellt alles auf den Kopf. Entspannt. Okay? Das geht, weiß ich nicht, ob sie das entspannt angehen kann, aber gut. Ja, vielleicht meint er auch damit, man soll das also in Ruhe, weißt du, nicht über, also In Ruhe an. Ja, Genau. ich verstehe schon, aber ich kenne sie auch. Und ich weiß, dass das ein hehrer Wunsch ist. Betrogen kam. Betrogen? ja, Bist du betrogen worden? Kosten. Das kann man jetzt sehen, Kosten entweder essen, probieren oder Kosten halt, es waren irgendwelche finanziellen. Ja, bei ihm wurde sehr viel Geld gefunden. Und für mich ist die Frage, warum? Wenn ich sage sehr viel Geld, meine ich sehr viel Geld. Also sehr viel Geld. Ne? Welchen Bezug hast du denn zu dem Ort, wo du gefunden worden bist? Baum.
Es war in der Natur. Ich weiß nicht, ob da ein einzelner Baum in der Nähe war. Ich war Doktor. Ich war Doktor und dann kam veranschaulichen. Okay. Diese Aufzeichnung, die bei dir gefunden wurde, war die unterschrieben? War die von dir unterschrieben? Hohl. Weil meine liebe Freundin hat bloß eine Abschrift bekommen und ist sich auch sicher, dass gar nicht alles drinsteht, was in diesem Original drinsteht. Ist das richtig? Orden kam gerade. Orden. Existiert von dir eine unterzeichnete Aufzeichnung über deinen letzten Willen? Ein richtiges Testament? Gibt es das? Wenn es dieses Testament von dir gibt, meine liebe Seele. Stadt. Wo? Stadt? Ja. Mit DT? Ja. In einer Stadt. Also ist die wohl in einer Stadt hinterlegt, diese Aufzeichnung? Wo kann meine Freundin das dann finden? Ich möchte ihm aber auch noch sagen, er hat die Möglichkeit, wenn das für ihn zu schwer ist, über diese Geräte diese Wörter rauszugeben. Er kann auch auf dieses Gerät, auf was ich zeige, da kannst du drauf sprechen. Das kann ich mir dann später, wenn wir hier fertig sind oder morgen, höre ich mir das an und eventuell kannst du darauf noch Hinweise geben. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen und Nizza. Nizza. Nizza? Das ist das nicht. Das ist eine Stadt in Frankreich, ne? Du kannst dir auch Energie nehmen von der Kerze, von den Kerzen, die hier bei mir brennen. Es brennen 2 Stück. Du kannst von dem Licht nehmen, von dem Wasser, was Dennis hingestellt hat. Ich habe auch Wasser da kannst du dir auch Energie nehmen. Ich finde es auf jeden Fall ganz toll, wie du Antworten geben kannst. Es ist unglaublich. Sie lässt mich noch fragen, warum du sie nicht um Hilfe gebeten hast. Ihr hattet ja überhaupt keinen Kontakt mehr. Tanz. Weshalb hast du denn eigentlich ihr das Geld nicht mit der Post geschickt? Dutzend.
liebe Seele, einen persönlichen Abschiedsbrief an meine Freundin hinterlassen? Brauche Hilfe. Ich weiß, dass du Hilfe brauchst und die möchten wir dir auch geben. Von wem wurdest du denn gefunden? Am Leben. Heucheln. Am Leben und Heucheln. heucheln. Bist du denn noch am Leben? Ja, das ergibt ja jetzt eigentlich keinen Sinn zu den Antworten, die wir vorher hatten. Irrwitzigerweise ist das aber die erste Frage, die hier bei mir auf meinem Zettel steht. Also da steht eine Frage, ob er noch am Leben ist. Ja, Frage Nummer 1. Typ. Typ. Wer hat denn die Festplatte deines Laptops ausgebaut, liebe Seele? Jubiläum. Schönes Kleid. Jubiläum und schönes Kleid. Wieso hattest du 2 Reisepässe? Ich habe den Eindruck, es wird sehr anstrengend für dich. Erzählt mir etwas. Erzählt mir In etwas. Ordnung. Erzählt mir etwas und in Ordnung. Wer ist denn gerade im Besitz deiner Stereoanlage? Ihr ist aufgefallen, dass sie auch nicht mehr vorhanden ist. Ich habe das Gefühl, vielleicht mal mit der Spirit Box versuchen. Weil jetzt kommt irgendwie so gut wie gar nichts mehr. Okay. Wenn wir das mit der Spiritbox probieren. Ich hatte eben schon mal Ja. eben ein bisschen versucht. Ich werde immer ein bisschen drehen und fein, weißt du, dass wir immer so ein bisschen hoch runter gehen. Österreich. Österreich. Ja. Der Fall passierte in Österreich. Echt jetzt? Ja. Okay.
was wurdest du denn getötet? Kannst du mir da noch einen Hinweis drauf geben, bitte? Aufgabe. Und was komisch ist, hast du eben gemerkt, die hat komisch gepoltert, ne? Hast du das mitgekriegt? Und Ja. ich hab, und ne, hier, Gliederung. Es hat hier drin irgendwie, ich weiß nicht, gepoltert, ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich aber gesehen, dass oben, ich habe hier eine Überwachungskamera, da ist das Symbol gekommen. Also hier ist irgendwas, Bindeglied. Bindeglied. Also hier wird irgendwas im Garten. Ich kann auch eine Katze jetzt gewesen sein, bin mir nicht sicher. Okay. Aber ich habe ja noch die Wildkamera hinten hingestellt. Mhm. Bist du denn gerade da? Ich schaue jetzt nochmal auf deinen Namen. Und auf ihren Namen, es kam mir vorhin auch Telepathie, das scheint ja auch gut zu funktionieren mit uns beiden. Mitglieder. Was denn für Mitglieder? Oder war er in irgendeiner Organisation? Das weiß ich nicht. Könnte sein. Oder dass er Mitgliedern von einer Organisation in die Quere gekommen ist. Kann ja auch sein. Mhm. Spürst du denn noch ihre Gefühle, die sie dir gegenüber hat? Roman. Das ist nicht der Name, den ich hier stehen habe. War das nicht der LKW-Fahrer? Ja, Mir ist schlecht. mir ist schlecht. Vorhin kamen schon Bauchschmerzen, ne? Ja. Von was ist dir denn schlecht? Berühmtheit. Gibt es... Ihm ist schlecht. Ich weiß ja nicht. Er hat sich ja das Leben genommen, ne? Muss er Gift nehmen? Oder wurde er vergiftet oder irgendwas? Weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich meine, das war eine Schusswaffe. Okay. Erfüllen und Ähneln. ähneln. Erfüllen und ähneln. Entsprach denn das Begräbnis deinen Vorstellungen? Das hat sie ja organisiert, nach deinem Wunsch. Jetzt glücklich. Uhr? Ruhe. Nee, da steht Uhr, jetzt glücklich. Uhr, das müsste was anderes bedeuten. Vielleicht bin jetzt glücklich. Mhm. Kommt noch was? Großvater. Großvater. Ich habe hier gerade gelesen,
Ob er jetzt bei seinen Eltern ist, also dann ist er wohl bei seinem Großvater. Hast du ihre Eltern, die wirst du ja auch noch kennen, getroffen? Wollte sie wissen? Geografie, Geografie. Geografie ist Erdkunde. Sie lässt dich auch fragen, ob du ihr verzeihen kannst oder verziehen hast. Ich habe den Eindruck, wenn ich räuchere wieder ein bisschen, dann geht es wieder besser. Kann das sein, dass das der Bargeld. Kontakt verbindet? Es kam Bargeld neueste, und Neueste. Ja. Ja, nach dem Bargeld hatte ich ja vorhin gefragt, ne? Vielleicht möchte er jetzt wissen, was mit dem Bargeld ist. Was passiert ist. Weiß ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie das bekommen hat. Weil da ist einiges nicht so glücklich gelaufen mit der Ermittlung. Und deswegen sind ja auch die Fragen. Seine Wohnung wurde ja auch nicht von der Polizei zeitnah versiegelt. Okay. verwirrend, Verwirrend. Passt Das ist auch. einiges verwirrend, Ja. das stimmt, ja. Möchtest du ihr denn noch was sagen, noch was mitteilen, was dir wichtig ist? 60, 60. Das ist krass. Engelszahl 60. Ihre materiellen Bedürfnisse werden erfüllt. Wenn sie sich auf ihre persönlichen Wahrheiten, ihr Innerstes Selbst, ihr äußeres Selbst, ihr Zuhause und ihre Familie konzentrieren. Behalte deinen Glauben und dein Vertrauen und sei sicher, dass deine Bedürfnisse immer erfüllt werden, wenn die Zahl 60 erscheint. Die Engelszahl. Es kam großzügig. Ich habe vorhin nach dem Testament gefragt, ne? Und das Verrückte ist, es gab einen bestimmten Ordner, den sie noch kannte, wo Versicherungen, Lebensversicherungen, solche Sachen drin war. Dieser Ordner ist weg. Und wenn der auffindbar wäre, würde ihr wahrscheinlich auch was zustehen, weil sie ist damit begünstigt. Oder wäre begünstigt, wenn sie das hätte. Singen. singen,
Bist du denn bereits ins Licht gegangen? Hattest du die Möglichkeit, ins Licht zu gehen? Ich habe vorhin gehört, dass du Hilfe möchtest. Biene, Biene. ich bin Konstantin. Ich bin Konstantin. War nicht der richtige Name. Möchtest du denn, dass wir für dich beten, dass du ins Licht gehen kannst, um Kraft zu schöpfen? Weil wir wissen ja, du kannst ja dann jederzeit auch wieder zurückkommen. Oh. Und Folgen, Folgen. Ja, die sind schon da, ich weiß es, ich spüre das. Du kannst den lichtvollen Wesen ins Licht folgen. Auch das spricht dagegen, dass du dir selber das Leben genommen hast, weil sonst wäre das jetzt harte Arbeit, dich aus deiner eigenen Hölle zu befreien. Mein Lieber, beschlossen. möchtest du denn meiner lieben Beschlossen. Möchtest du meiner lieben Freundin zum Schluss noch was sagen? Ich habe den Eindruck, er ist weg. Nervig. Sieh mich an. Sieh mich an. Nervig und sieh mich an. Aber das kam mir jetzt auch zu schnell hintereinander. Ich glaube, er wühlt noch, also er versucht noch irgendwo, glaube ich, das Richtige zu finden. Ja, warte, kommt was? Schloss, Schloss. ich mache den Akku leer. Ich mache den Akku leer. Super, Du kannst ich bin hier, sehr begeistert. er kann überall den Akku leer machen, nur halt nicht von der Kamera bitte. Obwohl, das hängt ja, kann er ja nicht, das hängt ja am Stromkabel dran. Kann er nicht, klar kannst du das, aber da kannst du dir gerne nehmen, aber da kommt genug Strom wieder zurück. Ich habe den Eindruck, also entweder ist er schon im Licht oder im Licht gewesen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er so... Mein Name ist Isabella. Mein Name ist Isabella. Und Polen. Also Polen ist auch was ganz Neues. Könnte auch Verbindung nach Polen sein, ne? Ja. Es ist und bleibt auf jeden Fall dubios, das Ganze. Das Kuriose ist bloß, dass diese Antworten, die ich bekommen habe, halt absolut dazu passen. Ja, ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch. Sense, Sense. Sense. Bitte was? Sense. Sense. Jetzt ist Sense. Ich habe hier noch 2
2 Namen, die ich natürlich auch nicht erwähnen kann und soll. Ängstlich. Ich gucke jetzt mal auf Ängstlich. auf den ersten Namen. Und da wollte sie fragen, was du von ihm hältst. 1914. 1914. Der Großvater vielleicht? Nee, ich denke, da geht es um Randfiguren. Mögliche Randfiguren. Dann gucke ich jetzt noch Hilfe. auf den zweiten Namen. Gefangen. Es kam Hilfe aus der Alice und gefangen Ameline. Kommt noch was? Qualität. Qualität. Besetzung. Besetzung. Wollen wir jetzt mal mit den Spirit Boxes doch mal versuchen? Können wir machen. Wenn doch noch Antworten kommen, dann würde ich die Fragen vielleicht noch mal teilweise stellen. Können wir machen. Es könnte vielleicht für dich, ich weiß nicht, wie das jetzt übers Handy dann kommt, aber ich mache mal eben kurz eine Lampe an. Die auch. So. Es können jetzt auch natürlich welche wegen der Nordwolle Entitäten hier sein. Ne? Das können mehrere sein. Das kann mehrere sein. Das kann mehrere sein. Das kann. Was war das denn? Oh, jetzt bin ich taub. Das ist hier nicht so laut, aber ich habe die eingeschaltet, das Radio läuft gar nicht und da wurde was gesagt. Moment. In der Forschung gibt es ja immer. Major kam jetzt aus der Alice, aber ich werde jetzt die Alice und die Ameline erstmal ein bisschen. Ich werde mal ausmachen. Ja. Mach die mal aus. Die mal her. Oder lass laufen, lass die laufen. Da gar nicht drauf. Weich. Weich, okay, das. So, ich werde mal. So, ich gucke hier jetzt nochmal auf die Namen von diesem Pärchen. Kannst du mir denn sagen, wie sie heißt? Beides. Overnight habe ich verstanden. Siehst du mich? Siehst du mich? Kann ich leider nicht sehen. Wie sind denn die Namen, die Aradia sieht?
zweiten Namen, also den Männernamen habe ich gerade verstanden. Ich hab verstanden, also auch einen Namen, aber das war einer, mit dem ich früher was gemacht hatte. Erziehung. Wie heißt sie denn? Und Ich habe ihren Namen gehört. Oh, Jesus. Ja, super. Wie hast du sie denn früher genannt? und Mütze. Spürst du denn noch ihre Gefühle, die sie für dich hat? Eva. 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 Immer. Hast du denn noch Gefühle für sie? Ich habe jetzt Susanne oder Susanne verstanden. Ich wollte gerade die Frage stellen, was möchtest du ihr denn noch sagen? Bringt mir das Nee, mach aus, das lenkt mich ab da. Geh mal her. Das ist, wenn das von der Seite da immer kommt. Frage. Also ich habe Frage verstanden. Soll ich noch weitere Fragen stellen? Nochmal stellen, weil ich glaube, darüber geht es besser. Ja. 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 Durch wen kamst du denn ums Leben? Ich habe schon wieder Roman verstanden. Okay. Ich möchte mal was fragen. Vielleicht kannst du uns sagen, was für ein Gegenstand das war, womit du dir das Leben genommen hast? Kann da Waffe? Das hat sich ja fast irgendwie ein Schuss angehört. Ja gut, das kommt bei dir vielleicht jetzt anders rüber wie im Handy, ne?
Habe ich das eben richtig verstanden, was du gesagt hast? Den Gegenstand? Batterie. 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 Wenn sie jetzt anfängt zu ermitteln, was wird sie denn finden? Achtung, habe ich verstanden. Kann es sein, dass sie sich in Gefahr begibt, wenn sie ermittelt? 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 Achtung, 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 Achtung. Wieder Achtung. Ich habe das Gefühl, dass ich aufhabe. Hattest du für sie einen persönlichen Abschiedsbrief hinterlassen? Nur darauf. Ich gerade Mörder verstanden? Weiß ich jetzt nicht. Vorsicht. 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 Wieder vorsichtig. Oder weiß ich nicht, ne? Vorsichtig oder weiß ich nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wo ist denn dieser Ordner mit den ganzen Versicherungspolisen abgeblieben? No. 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 Sorry.
Hypothek. Wer hat denn deinen leblosen Körper gefunden? Würden Sie Hinweise bekommen, wenn Sie in deine E-Mails reinkämen? Ich glaube schon. Ja. Ich denke schon. Da kamen E-Mails, glaube ich. Und er hatte verstanden, denkt schon. Das ist aber dein Passwort nicht. Irgendwas mit Mutter. Ist wie meine Mutter. Okay. Weshalb hattest du denn 2 Reisepässe? Auch das? Auch das? Auch das? Auch das? Nicht so ein.
Ärzte? Nee, irgendwas anderes. Nee. Ärzte, was war das? Irgendwas anderes. Liebes Wilhelm, wo ist denn deine Stereoanlage abgeblieben? Ja. Junge. 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 Ich habe verstanden, die Range. Irgendwas mit Musik? Wirklich. 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 Möchte nicht oder glücklich? Deine Ex-Freundin ging ja davon aus, weil ihr das gesagt wurde, dass du dir selber das Leben genommen hast. Und wollte dementsprechend fragen, warum du vorher noch einkaufen gegangen bist. Darf ich mal ihm was sagen? Ja. Wer macht einen Selbstmord und geht vorher noch einkaufen? Das ergibt, Genau, doch gar, das ist ja der Punkt. das ergibt doch gar keinen Sinn. Es gibt so vieles keinen Sinn in dem Fall. So vieles. Was, kam da Mord? Ja, Da kam Mord. Patrick habe ich gerade verstanden. Also wir werden das, denke ich mal, bei der Auswertung besser hören, ne? Sicher. Der kam sicher. Wir haben aber gleich noch eine Möglichkeit. Ich würde das Portal gerne auch noch mal laufen lassen. Also
ist es wirklich erstaunlich, wenn du Blind Session machst, kommt viel, viel mehr. Viel mehr. Lesung. 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 Entsprach denn das Begräbnis, was sie dir ausgerichtet hat, deinen Vorstellungen? Es kam, ich meine, da kam ja. Ja. Wird sie sehr freuen, weil das kriegt sie ja alles mit. Und da kam irgendwas mit Grab. Wer verdreht denn immer das Kreuz an deinem Grab? Wolfgang oder Opa? Ich meine, Wolfgang habe ich verstanden. Ich habe Wolfgang oder Stefan verstanden. Wolfgang oder Stefan? Ja. Also Wolfgang. Ich glaube, zweiteres habe ich auch gehört, ja. Ich glaube, jetzt ist. Jetzt krieg ich Gänsehaut. Ja. Okay. Möchtest du ihr denn noch was sagen? Ich habe verstanden, ich liebe dich. Okay. Mir geht es gut. Nee, ja, da kam mir geht es gut. Glückwunsch. Ich weiß. Das freut mich unglaublich, mein Lieber, dass es dir gut geht. Das wird sie auch sehr freuen, das weiß ich. Großmann! 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 Weil dass du nicht mehr lebst, das geht ihr sehr, sehr nahe, das weiß ich. Nein.
Nein, irgendwas mit W. Wolf. Wolf. Justin. 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 Kannst du uns den Namen bitte mal nennen? Schwierig. 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 Verstehe ich. Wäre es denn erfolgsversprechend, wenn meine liebe Freundin, deine Ex-Freundin, Akteneinsicht anfordern würde? Wenn sie Akteneinsicht einholen soll, dann sag doch bitte entweder Ja oder Polizei. Kommt schon wieder Stefan. Das ist sein Name. Sein Name ist das? Ja? Mama? Wieder, kommt schon wieder Stefan? Mein Lieber, ich bin so froh und dankbar, dass du dich wirklich melden kannst. Ich bin so. Kannst. Ich bin so. Kannst. Ich bin so. Kannst. Ich bin so. Ich bin so? Ihr seid und dann, ich meine, da kam irgendwas mit Mike, kann das sein? Irgendwas mit Mike?
Was kann denn meine liebe Freundin für dich tun noch? Was soll sie machen? Russisch. Ich schaue jetzt nochmal auf den Namen von ihr. Du kannst ihn ruhig nennen, wenn du möchtest. Was kann sie noch für dich tun? Wenn du kennst sie, die will das nicht auf sich beruhen lassen. Trainieren. 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 Unser Fazit bis hierhin. Zwischen den beiden bestand wohl eine Dualseele, ein Seelenvertrag. Miteinander ging es nicht, ohne einander ging es auch nicht, aber so tief verbunden und verwurzelt, dass sie sich nie richtig voneinander vielleicht auch gelöst haben. Es ist immer noch, auch nach der Trennung, so viel Liebe da und so viel Zuneigung. Was wir bis hierher auswerten konnten, lässt auch darauf schließen, also ich denke, er ist zwischendrin schon im Licht gewesen. Es kommt irgendwann auch, wer ihn wohl abgeholt hat oder wer an seiner Seite ist. Und dass er er will das gar nicht aufgelöst haben. Ihm ist es wichtig, dass sie sich nicht in Gefahr begibt, dass sie nicht nachforscht, dass sie ihr Leben weiterlebt, wie bisher, glücklich ist. Und wenn es für sie irgendwann die Zeit gekommen ist, dann wird er da sein. Er wartet auf sie in Liebe. Verabschiede. Ja. Ja. Frag nochmal bitte die Frage davor. Was war das? Ach so, das war jetzt nichts Geschriebenes. Ich mache das durcheinander gerade hier. Ach so. Kannst du mir ihren Namen nennen? Oder auch den großen Namen, den ihr gegeben habt? Angie habe ich verstanden. Was? Babs? Hier. Hier. Hier.
Jolanda, was war das? Jolanda? Bärchen. Bärchen? Wie hast du sie denn früher genannt? Sarah Bei kam uns, da. bei Ju- bei uns im YouTube heißt sie ja Little. Und das ist der Spitzname, den ihr Papa früher gegeben hat. Das wirst du ja auch wissen. No? Wie hast du sie denn früher genannt? Die Musik. Diese Mann. Geliebt hast sie, ja, das weiß ich. Ihr habt euch beide sehr geliebt. Ne? Na klar. Ja. Soll sie sich denn auch um das Grab von deinem Papa kümmern? Ja, bitte. Kann passen, ja. Mein Lieber, ich lese jetzt hier noch einen Namen. Das ist ein Frauenname. Ingo kam da Und, gerade. bitte? Ingo. Und es ist die Frage, ob sie mehr um die Umstände deines Ablesens weiß. Ablesens.
Hätte ich gerade Silvia oder Lydia? Silvia? Oder Lydia verstanden. Silvia oder Lydia? Das war nicht der Name, den ich hier lese. Ja. Der ist schon gleich kommt. Bitte? Eine Was sagst du eben? Der ist schon gleich gar nicht, weil ich einen speziellen Namen gerade gehört habe. Ja, ja, den habe ich auch gehört. Ich wusste nur nicht, wie ich das jetzt ansprechen sollte. Nicht jeder, der sich schminkt, ist eine Frau, ne? Ja. Dieser Frauenname, den ich hier lese, weiß sie mehr um die Umstände von deinem Tod? Jetzt kommt wieder nichts, ne? Wieder ruhig. Brauchst du wieder Energie? Ich habe eine frische Kerze für dich angezündet. Bist du noch da? Julie oder Juli? Wiederholt. Da kam Hilfe. Ja, zurück. Morgen früh. Hast du an mich denn noch einen speziellen Wunsch, mein Lieber? Glaub. Ich meine, ich habe verstanden, glaub nicht. Okay. Du hast ja auch gesagt, dir geht es gut, ne? Wenn du irgendwann Unterstützung brauchst, dann melde dich. Das kann auch während einer PU sein, also während einer paranormalen Untersuchung, oder du meldest dich bei mir. Okay, ich bin Aradia. Ähm, 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 Irgendwas mit Gefühl. ja. Marie? Oder Marie? Guten Tag. Nee, ich war im Bad, habe ich so gehört. Und du, guten Tag?
Abend. danach, Guten Abend. danach, Guten Abend. danach, Grab habe ich jetzt verstanden. morgen zum Ein Grab, ja. Ist das mit dem Kreuz umdrehen, das scheint Sinn zu machen, weil vorhin habe ich deinen Namen nämlich in dem Zusammenhang gehört. Ist das das Zeichen für meine Freundin, dass du da bist? Ja, aber nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Aber du weißt ja, dass sie keinen Kontakt bei ihr zu Hause wünscht, ne? Schön. Da will sie einfach ihre Ruhe haben. Kann ich auch verstehen. Ja. Aber außerhalb oder über mich oder über Dennis Ähm, kannst du gerne Kontakt aufnehmen. Ne? ich würde sagen, ich möchte gerne einmal das Portal ausprobieren, weil Ja, die Erfahrung von dem, wo ich ja letztes Mal auch gemacht hatte, sind auch Bombenergebnisse nochmal danach gekommen. Ich würde das einmal eben kurz. probier es auch. So. Alter. Weil ich jetzt so langsam aber sicher auch nicht mehr weiß, was ich noch fragen soll, weil im Endeffekt sind die ganzen Fragen schon gestellt und beantwortet. Aber einfach mal gucken, ob so noch was kommt. Datenbank 1 ausgewählt. Das ist schön. Voll die blaue Das freut mich jetzt alle sehr. Wir lassen erstmal kurz das Portal laufen. Ohne Frage. Ich meine, ich habe. So. Jetzt. Immer nach dem Geschrei, dann würde ich sagen. Liebe Engel, liebe Meister und alle guten Geister. Ich frage jetzt nochmal nach. Wir haben uns heute Abend hier versammelt, um Kontakt mit einer lieben Seele aufzunehmen, mit der wir auch Kontakt hatten. Mein Name ist Aradia. Auf der anderen Seite sitzt der Dennis und der Patrick. Magst du mir deinen Namen nochmal sagen, bitte? Hubert, habe ich verstanden. Hubert, Steve? Ich wurde. Magst du uns bitte mal deinen Namen nennen?
Kannst du mir den Namen nochmal nennen, bitte? Den Namen von ihr? Betsy. Aber das Komische ist, dass Betsy kam auch irgendwo über das Radio, oder nicht? Wie war denn dein Kosename für sie? Sonne kam da. Ich glaube nicht, dass er das noch ist. Ich verstehe immer diesen Namen Susanne. Dirk, da kam Dirk. Wer ist denn da jetzt gerade in unserer Leitung? Gerd? Nee. Gertrude oder Gertrude? Helmut? Der ganze Vibe ist weg irgendwie. Ich weiß auch nicht. Kannst du dann bitte mal einen Namen von uns dreien hier nennen? Oder kannst du uns bitte mal nennen oder uns mal sagen, wo wir uns hier befinden, in was für einem Raum, wie man das hier nennt? Oder wo das steht? Dennis hat gerade verstanden.
probier mal. Datenbank 4 ausgewählt. Datenbank 3 ausgewählt. Datenbank 2 ausgewählt. So übersteuert, da verstehst du gar Datenbank nichts von. 1 ausgewählt. Jetzt fängt das wieder von vorne an. Ist da noch irgendjemand, der mit uns reden möchte? Warte mal eben, ich will mal eben was probieren. Das ist ja so übersteuert, die anderen Datenbanken. Und deswegen möchte ich mal probieren, ob wir... Datenbank 4 ausgewählt. Achso, warte mal, das muss ich ja andersrum reinstecken. Warte. Ey, das ist echt... Oh. Das geht noch nicht mal. Haben sie einen Anschluss dran und der funktioniert noch nicht mal. Da verstehst du gar nichts von. Oh. Was hältst du davon, wenn wir jetzt nochmal eine Blind Session probieren? Können wir probieren. Können wir machen. Ich muss mal eben Kopfhörer Das auf. Blöde ist halt, dass du jetzt schon viele Informationen weißt, ne? Deswegen wird es jetzt nicht mehr ganz so. Ja. Aber er weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge du die Fragen stellen wirst. Da hast du auch wieder recht. Siehste. Vielleicht sollten wir da mitschreiben, nochmal zusätzlich. Einen Gesichtsschlüpfer muss ich mir auch aufsetzen, wa? Wäre nicht schlecht. Wenn du Blödsinn machst, ne? Hausverbot. Auf Lebenszeit? Auch. Sagst du mir dann Bescheid, wenn du soweit bist, weil ich sehe nichts. Ja, ich sag dir Bescheid. Ich glaube, es kann losgehen. Nein, ich sag Bescheid. Warte mal, ich muss das mal lauter machen hier. So, warte, ich sag Bescheid dann.
weiter. Kann losgehen. Okay, liebe Engel, liebe Meister und all meine guten Geister. Wir versuchen uns jetzt nochmal auf dem Wege, Kontakt aufzunehmen. Und zwar Kontakt zu Stefan. Du hast ja deinen Namen vorhin schon genannt. Kannst du bestätigen, Sehr, dass du sehr noch oft. da bist? Weißt du, wer mir die Fragen geschickt hat, damit ich sie dir stelle? So ziemlich. Wie ist denn der Name von der Person? Ist das ja deine Ex-Freundin? Eine liebe Bekannte von mir? Kannst du mir bitte erzählen, wie du ums Leben gekommen bist? Was war passiert? Wenn Kontaktabbruch ist, ne? Ist denn überhaupt jemand jetzt da, der mit uns kommunizieren möchte? Ich habe hier extra 2 Kerzen brennen, eine vor mir, eine hinter mir. Vor mir verräuchert noch Palo Santo. Irgendwas mit Dämonen habe ich verstanden. Ich möchte bitte mit lichtvollen Wesen reden. Anne, Sollen wir die Sitzung beenden? wütend. Das ist nämlich das, was mir jetzt gerade so rüberkommt, dass es einfach reicht. Ist es genug? Haben wir genug Fragen gestellt für heute? Servus. Wenn wir es beenden sollen, dann gib bitte Dennis ein Zeichen, dass er aufhört.
Irgendwas mit Mord. Ja, wir fragen wegen eines Mordes, weil da sehr viele Fragen offen sind. Mit wem sprechen wir denn gerade? Wenn du Energie brauchst, bei mir steht Wasser, bei Dennis steht Wasser. Ich räuchere. Ich habe Nüsse hier stehen. Kannst die Energie von den Akkus nehmen. Ist da noch irgendjemand, der mit uns reden möchte? Matthias. Matthias Frieber. Matthias. Was möchtest du uns denn mitteilen, Matthias? $100.000. Wieder 100.000. Organisation. Okay, dann brauche ich nach der Engelszahl gar nicht googeln. Dann geht es wohl darum, um diesen Fall. Es ist richtig, Matthias. Was steht denn hinter diesem Fall? Das war doch irgendwas Krummes. Ging es um Geldwäscherei? Ging es um Drogen? Ging es um Waffenhandel? Ist noch jemand da? Okay, dann gib mit dem Dennis ein Zeichen, dass wir aufhören. Ja, hau ich da gleich rein. Da war, sorry, aber da, mit einmal schlagartig kam dann nur noch Musik und Fußball. Da kam nichts mehr. Hörst du mich jetzt? Ja, ich habe abgesetzt. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, es müssen andere Kopfhörer, die knacken auch so laut. Ich weiß. Ich habe das gebucht. Also zum einen, ich habe drum gebeten, dass sie dich zurückholen. Kann dir jetzt auch Patrick bestätigen. Zum anderen, es ist
bis auf das Thema Mord, was kurz hochkam, kam überhaupt nichts mehr. Und ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass noch was kam. Da ist, Wenn du dran denkst, am Anfang mit der Alice, mit der Ameline, ja, war nett. Dann kam das mit der Spiritbox, das war richtig gut. Und seitdem hat es stetig abgenommen. Und ich hatte jetzt sogar das Gefühl, dass ich will jetzt nicht unbedingt sagen, was Negatives aufbaut, aber dass es einfach, dass es jetzt gut ist, dass wir jetzt aufhören sollen. Also- Weißt du, so. ja, ich habe jetzt 3-mal Dämonen verstanden. Einmal habe ich es sehr deutlich verstanden. Das habe ich ja ausgesprochen. Dann habe ich es nochmal 2-mal abgehakt gehört. Ich war mir nicht sicher. Dann kam aber 2-mal dieser Martin, was der Name mit Nachnamen? Friva. Matthias, Ja. Friva. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt irgendwas bekannter ist, da, der da im Radio gesagt wurde, oder ob das jetzt, wenn man den Namen eingibt, müsste man ja finden, was das für einer ist. Der kam 2-mal sehr deutlich. ich habe immer nur Matthias verstanden, weil das bricht dann immer so weg. Also Matthias Das ist ein Friebert. männlicher Friebert. Name. Matthias Friebert. Friva habe ich. Fri- Friva habe ich verstanden. Nein, stopp. Matthias Friebert. 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 Nö, wird mir nicht angezeigt. Okay. Aber dokumentier dir, schreib den Namen schon mal auf. Vorsichtshalber. Weil das kam so, alles andere war so schleierhaft und der kam 2-mal so deutlich hintereinander, wurde der gesagt. Dann können wir auch das Licht gleich erstmal wieder anmachen. Also wie gesagt, ich habe gemerkt, dass es Stück für Stück weniger wurde, aber ich war sehr positiv überrascht, wie viel er wirklich erzählen wollte und auch erzählt hat. Und als ich das ganz am Anfang versucht hatte, es war definitiv zu früh, da kam so gut wie gar nichts. Mhm. Und jetzt kam halt wirklich sehr viel. Aber das meiste wirklich über die Spiritbox, ne? Also die... Es ist Spirit Radio. Spiritbox ist ja eigentlich noch was anderes. Ah, alles glaube ich das Aber gleiche zählt schon Gedriffe. dazu. Genau. Ja, das ist, wie gesagt, das war jetzt, ja, muss man erstmal auch auswerten, ne? Da muss man gucken. Das ist, wie gesagt, wie ich immer sagte, jetzt auch in der Gärtnerei, wo ich bin mit Rosi nach Hause gefahren, auch wo ich mich verabschiedet habe, ich habe ich zu ihr gesagt, und ich hab's ja auch, ich sag's ja auch noch in dem Video nachher, dass man nicht immer gute Ergebnisse haben kann, weil ich war mir sicher, wir haben in den ganzen 2 Tagen nichts aufgenommen. Ja, und das hat sich so dermaßen, das war genau das Gegenteil, das war in diesem 3. Teil jetzt. Und ja, wenn die Leute jetzt das Video sehen, dann haben die den 3. Teil auch gesehen und das war, ja, wie gesagt, da vor Ort nicht verstanden und dann gedacht, da war, Was ist? was war das? Stopp. Jana, stopp. Alter, als wenn hier unten was durchgerauscht ist, ne? Nee, das war, als wenn irgendwo was explodiert ist. Nee. Natürlich. Das hat sich angehört, als wenn hier unten was richtig durchgelaufen Nein, ist. das war wie eine Druckwelle. Ja? Ja. Als wenn irgendwie weiter weg wäre, so wie eine Druckwelle. Ja, und wie gesagt, da kam genau das Gegenteil bei raus. Ich bin überzeugt, dass du sehr viel zum Auswerten hast. Auf jeden Fall.
Ja. Aber es war für mich ganz deutlich, je mehr wir, also Spiritbox war mit das Heftigste Mhm. und danach hat es dann aufgehört. Also als wenn für ihn dann auch irgendwie der Fall erledigt erstmal war. Es kann auch durchaus sein, dass er sich mal wieder irgendwann meldet zwischendrin. Auch das kam für mich rüber. Aber also ich sag jetzt mal, die erste Kontaktaufnahme, klar, ich habe schon mal selber versucht gehabt, aber wie gesagt, es war viel zu früh. Und vor allem, dass er so schnell da war, das hat mich auch gewundert. Weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sich erstmal jemand anders meldet. Wir dürfen Das war ja nicht der Fall. nicht vergessen, wir hatten das ja aber auch schon geplant gehabt. Wir hatten das schon im Kopf. Ja. Ja. Und schon länger. genau, und das ist ja auch kein Geheimnis dann. Wie gesagt, das auch mit der Erichsburg, der wusste ja, dass wir kommen, ne? Ohne dass wir gesagt haben, dass wir wiederkommen. Ja, ich bin, also jetzt muss ich sagen, da müssen wir mal ein bisschen dranbleiben. Klar kannst du jetzt nicht sagen, meine Vermutung ist immer, wenn du direkt nachfragst, die ersten Antworten, die dann immer kommen, das ist am Anfang wird es intensiv und dann ist es wirklich so, als wenn, es kam ja auch so Hinweise schon, dass da jemand kommt oder irgendwas, ne? Mhm. Und dass die ihre Energie gleich am Anfang voll verballern. Ja. Also ich habe dann auch gemerkt, jedes Mal, wenn ich dann das Palo Santo wieder entzündet hatte, wurde es wieder mehr. Warum hast du denn nichts gesagt? Dann hätte ich hier auch angezündet. Ja, wenn doch Patrick drauf schlecht wird, bringt es doch nichts. Ah, das wird er ausgehalten für einen kurzen Moment. Ja, aber was du jetzt machen kannst, Dennis, ist, dass du mal noch Weihrauch machst. Das definitiv. Und dann machen wir aber auch die Ameline und die Alice dazu an. Kannst du gerne noch machen, natürlich. Gibst du mir nochmal den Knüppel? Also eins kann ich ganz genau sagen, also der ist definitiv nicht von selber. Weil Ja. die Unterlagen alles weg, dann die Festplatte weg. Ja, das passt alles nicht zusammen, ne? Nee, absolut nicht. Und vielleicht sind das sogar Leute, die noch Freunde bei der Polizei haben. Ja. Also ich war über die Antworten mehr als überrascht, wie deutlich. Auch das mit dem Land. Ich meine auch, dass ich Ihren Namen 1-2 Mal verstanden habe. Oder 2-3 Mal sogar. Das wird sich jetzt aber bei der Auswertung nochmal zeigen, weil das verzerrt sich natürlich übers Handy auch. Ja. Zumal ich ja sowieso hier sehr schlecht verstehe. Also, wenn ihr redet, verstehe ich am meisten, wenn ihr mitten im Gespräch seid. Aber wenn ihr nur ein Wort sagt, das ist schwierig. Möbel, Kugel. Das lieber erstmal auf. So, dann mache ich mal eben ein paar Kugelchen. Muss das nicht erstmal noch weiter durchglühen? Ja, ich will aber schon mal rausholen. Weil das viel. Ich sag mal, ist ja auch anstrengend auch, ne? Das alles über diese Entfernung zu machen, ne? Ich merke es dann schon, ja. Es
es geht zwar, aber Ich meine ja auch für die Entitäten, das ist ja ja. Die Lehrerin. waren auch ein paar Mal bei mir. Ich meine, die können ja leicht switchen. Das fällt ihnen ja leicht. Ja. Aber dieses Dauerkommunizieren, das ist natürlich Es kam, für die extremst anstrengend. es kam Lehrerin und Zeitschrift. Nee, ihr Lieben, das ist keine Zeitschrift, die hier liegt. Das ist ein Heft, in das ich Notizen mache. Oh, wenn der umfällt, Müller, dann brennt die ganze Bude um. Stimmt das auch nicht. Das nennt man dann. Lehrerin, ich bin ja auch Reiki-Lehrerin. Ich bin ja auch spirituelle Lehrerin. Unter anderem. Spuk und. Dies. So, schon mal auch aufgelegt? Ja. Können das mal ein bisschen. Guck mal, wie das so aussieht an der Leinwand. Warte mal, ich drehe dich da mal hin, Diana. Ja, Radio. Was ist das? Lied, Schön. Lieder. Das wäre doch sicherlich auch mal interessant, wenn du mal über den Weihrauch mal Rauchbilder machen würdest. Nicht über die Dampfmaschinen, sondern Auf über jeden, sowas. gerade jetzt, ne? Jakobus. Jakobus. Also jetzt, zum Beispiel jetzt auf jeden Fall wäre das, wie gesagt, aber ich habe jetzt hier keine Kamera hier. Aber das ist, wie gesagt, das kann man beim nächsten Mal. Typ. Das kam doch vorhin auch schon mal. Ja. Nachfrage. Gefällt euch das, dass wir hier Weihrauch angezündet haben? Ist das in Ordnung? Das ist ja auch für euch, um euch etwas Gutes zu tun. Das ist ja auch für euch, um euch etwas Gutes zu tun. Was war das jetzt gerade? Mit dem Rauch? Als wenn das einmal kurz gestoppt wurde. Also nicht gestoppt. Das muss ich mir auf der Kamera angucken. Auf der Höhe hier. Verlassen. Das ist ja für euch. Unterstützung. Genau, zur Unterstützung, damit ihr besser mit uns kommunizieren könnt, damit ihr euch wohlfühlt. Wir Beschämt. verbrennen
Ja, wir verbrennen keinen Weihrauch, um euch mutwillig zu vertreiben. Ich denke, das wisst ihr auch. Ihr könnt ja auch in unsere Seele gucken. Wir wollen ja mit euch Kontakt, wir wollen ja kommunizieren. Ist es angenehm für euch? Also ich finde es angenehm. Lodern, Saarland, Lodern und Saarland. Also Lodern ist ja jetzt auch das, was da jetzt gerade passiert. Lohn. war im Saarland nicht Roman? Ja. Liegt Saarland nicht an der französischen Grenze? Ja. Ja, dann war er das. Ida. Dann war er das. Also dann war das da. Ist denn sonst noch jemand aus der lichten geistigen Welt da, der sich mit uns unterhalten möchte? Herren. Mit Ä oder mit E? Nee, Herrin. Herren, wie Herr. Nur halt als. Herrin. Herrin, okay. Es ist furchtbar. Möchtet ihr denn, dass ich noch ein Gebet für euch spreche? Ihr könnt auch gerne die Seelen herbeiholen, die noch ein Gebet brauchen oder möchten. Riecht fast wieder Aufguss in der Sauna. Nicht ganz. Könnt ihr mir bitte eine Information geben, Zusammen. ob jemand von euch... Zusammen und Anke. Hallo Anke. Hallo Anke. Alle Anke. Ich habe das jetzt einfach aufgeschlagen und bin beim Ave Maria gelandet. Deswegen bete ich jetzt das Ave Maria für euch. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade.
Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Es segne dich Gott, der Vater, der dich nach seinem Bild geschaffen hat. Es segne dich, Jetzt kam Luxus und an deinen Arm. segne dich Gott, der Sohn, der dich durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen erlöst hat. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der dich zum Glauben gerufen und geheiligt hat. Der dreieinige Gott geleite dich durch das dunkle Tal des Todes. Er sei dir gnädig im Gericht und bewahre dich zum ewigen Leben. Der Friede sei mit dir. Amen. 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 Matratze. Matratze und Für immer. Überleitung. Überleitung und Matratze. Was kam da? Für immer. Für immer. Für immer ewig, ne? Das ewige Leben. Ja, 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 ja. Ja, ich denke, da machen wir jetzt hier auch einen Abschluss, ne? Ja, definitiv. Und es ist mal wieder ein runder Abschluss, finde ich. Also alleine schon die Tatsache, gut, ich habe es vorher schon mal gesagt gehabt, dass sie dich zurückholen sollen, wenn sie nichts mehr haben. Dann kam im Blind tatsächlich nochmal das Wort Mord. Aber als ich es dann das zweite Mal gesagt habe, da hast du dann tatsächlich auch selber mir die Mäuse abgenommen, ne? Französisch. Mittäter, Französisch. Also jetzt, pass auf, jetzt Nicht wird, zustimmen. jetzt wird's, es kam Mittäter, Mittäter und es kam Französisch. Französisch und nicht zustimmen. Mhm. Bezüglich dessen, dass wir einen Cut machen, nicht zustimmen. Das Sollen wir es noch mag sein. einen Moment brennen lassen? Laufen lassen? Sollen wir noch ein bisschen da bleiben für euch, ihr Lieben? Ist das, was ihr möchtet? Auszeichnung. Auszeichnung. Was wollt ihr uns denn noch mitteilen? Er ist fast da. Wer ist denn er? Moku, mögliche Bedeutungen, hawaiianisch. Moku bedeutet auf Hawaiianisch Insel oder abgeschnitten,
abgetrennt. Das könnte in einem spirituellen Kontext metaphorisch für einen Ort zwischen den Welten stehen, also eine isolierte Sphäre in der Anderswelt. Japanisch Moku kann Stille oder Schweigen bedeuten. In einer rituellen oder spirituellen Bedeutung könnte das auf das Schweigen der Geister oder einen meditativen Zustand hinweisen. In der Manga-Anime-Kultur Namen wie Moku oder Muku tauchen manchmal bei Wesen, Göttern oder Figuren auf, die bestimmte Kräfte oder Eigenschaften verkörpern. Muku, mögliche Bedeutungen, japanisch Wugu Muku, bedeutet rein, unschuldig, makellos. In spirituellen Traditionen könnte das die Beschreibung einer Seele ohne Belastung oder eines reinen Wesens sein. Vielleicht ein Geist, der noch nicht durch Leid oder Karma gebunden ist. Im okkulten Kontext. Der Begriff ist nicht etabliert, aber es klingt wie der Name eines Wesens oder einer Energieform, die jemand bei Channeling, IVP oder durch automatische Schrift erhalten haben könnte. Dämonische Namen, häufig klangähnlich, viele Namen von niederen Entitäten oder Dämonen aus verschiedenen Traditionen, Goetia, mesopotamisch, Lovecraft inspiriert oder sogar aus modernen Channelings, haben ähnliche Klangmuster. Kurze, harte Silben, Malu, Baku, Noku, Karu, Zazu und so weiter. Oft bewusst fremdartig klingend Moku oder Muku passt da gut rein, vor allem wenn du kein anderes sprachliches Umfeld erkennen kannst. Eigennamen oder Codewörter? Es kann sich um den Namen eines Wesens handeln, das du durch die EVP wahrgenommen hast. Manche Geisterdämonen nennen ihren Namen direkt oder flüstern ihn. Alternativ könnte es ein Codewort oder Schlüsselwort sein, etwas, das bei Beschwörungen, Portalen oder spiritueller Kommunikation eine Rolle spielt. Hinweis auf Verbindung zur Anderswelt. Wenn du das Wort Moku in Träumen, EVP, automatischer Schrift oder Trance öfter hörst, kann das bedeuten, dass eine Entität versucht, Kontakt aufzubauen oder dich in etwas einweiht, was mit diesem Wort verbunden ist. Ort, Zustand, Wesen. Das wird spannend. Haus. Haus. Welches Haus? Was für ein Haus? Oder wo steht das Haus? Bischof. Bischof. Ich habe ein Gebet gesprochen. Findet das jetzt vielleicht ein verstorbener Bischof ganz besonders? Das kann ja auch sein. Dann hoffe ich es, dass ich das richtig gesprochen habe und dass Sie damit zufrieden sind. Auf die Idee bin ich auch noch nie gekommen, dass verstorbene Kirchenleute sich da vielleicht auch mal zu Wort melden könnten. Das finde ich ja spannend. Erichsburg. Kam jetzt? Nee. Löffel. Löffel und Sicht. Sicht. Aber ich meine, wo wir da waren, vielleicht war es ja auch so jemand aus dieser Kirche. Mhm. Ja, das war ja damals auch so eine, ja, Seminare und alles haben die ja da abgehalten. Stimmt, ja.
Fein. Angenommen. Angenommen. Auf das, was ich vielleicht jetzt gesagt habe? Was meinst du mit Wrack? Wer ist ein Wrack? Erinnern. Moment. Das passt jetzt gerade zu dem, was ich gesagt habe, zu Erichsburg. Fein, angenommen und erinnern. Also, dass ich mich vielleicht dran erinnert habe. Dann weiß der ja auch, was demnächst vielleicht wieder kommt. Geheime Tür. Geheime Tür und Schmutz. Ging es nicht um irgendeinen Geheimgang dort? Schwach. Nee, da nicht. Nee, warte mal. Ein Tunnel. Da war ja ein Tunnel. Genau. Aber der ist wohl in der Mitte eingestürzt? Etwas. Der war wohl ein bisschen eingestürzt. Und wenn ich da jetzt nochmal hinkomme, wollte ich mir den sowieso mal angucken. Weswegen sollten wir denn jetzt noch bleiben? Was wollt ihr uns denn noch erzählen? Linderung. Möchtet ihr, dass ich euch Energie schicke? Aber wird irgendwie komisch. Hä? Wie wird irgendwie komisch? Wie, die wird komisch. Weiß ich nicht. Entweder kommt das von dem Dingsen oder. Sorry, dass ich jetzt lache, aber das kam von dem Weihrauch rein. Das war ein bisschen viel. Ich mach mal kurz die Tür auf. So richtig niedergeschlagen. Nee, du bist high von dem Harz. Church Trucks. Hey. Gruppe. Oh, guck mal, wie das da rausnebelt. Du kannst mal jetzt zum Abschluss noch Damar auflegen. Das löst sich ja auf, das schmilzt ja. Diana, das ist richtig dicht hier drin. Ich sehe kaum noch die Kamera da hinten. Ja, das löst dann auch noch auf. Es ist eine andere Art von Rauch. Warte mal. Mach mal Licht mit deinem Handy bitte. Ich bin euer Feind. Oh, wie schön. Oh, das sind aber Brocken, Alter. Das ist ja so ein typischer Ameline-Spruch, ne? Konzentrat. Und ich habe das gerade raufgelegt. Jetzt springt natürlich die Heizung an, weil das die Tür auf ist. Wir haben 6 Grad draußen. Mach zu. Malen. Malen. Du kannst hier.
Hinter. So, Hinter. möchtet ihr, dass ich euch Energie schicke? Ich glaube, das riecht ein bisschen besser als verweilen. Riecht besser als das riecht eher das riecht mehr holziger, finde ich. Dieses Damar. Wie nehmen denn unsere lieben Seelen des Dhamma wahr? Was hat? Auswandern. Was? Auswandern. Auswandern. Und es kommt Deprimierend. deprimierend. Die Aussage passt für mich jetzt überhaupt nicht, weil das Dhamma eigentlich Licht bedeutet und auch so wirkt. Was ist denn an Licht deprimierend? Es war eine Beziehungstat. Ne, bei Stefan bestimmt nicht. Wirtschaft. Ja, ich denke, wir machen jetzt hier einen Cut, weil großartig kommen tut jetzt auch nichts mehr. Ich bin Simone. Und hier kam Wirtschaft. Genau, das würde ich auch sagen. Okay. Ihr Lieben, März. ich bedanke mich bei euch für die vielen, vielen Rückmeldungen. Wir werden das Ganze jetzt hier beenden. Ihr könnt jetzt den Ort auch wieder gerne verlassen und zurück ins Licht gehen. Ich hoffe, wir konnten euch unterstützen und helfen. Aber ihr könnt dort bitte nicht verweilen. Das Gartenhäuschen gehört dem Dennis. No? Bitte respektiert es, so wie wir euch ja auch respektieren. Vielen Dank. Danke. Danke.